Hallo, liebe Freunde des gemäßigten Outdoor-Abenteuers. Willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute mal was ganz anderes und was ganz Besonderes. Und zwar will ich euch mit zum Skifahren mitnehmen. Ich bin hier in Österreich, in der Nähe von der Stadt Eisenerz, und da gibt es das Präbichel Skigebiet. Und das ist eigentlich ein super Skigebiet, klein, fein, aber bezahlbar. Und da will ich euch die komplette Abfahrt von dem Polster mal zeigen. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dabei, mal was ganz anderes mitzumachen. Ja, am besten einfach mal mitfahren. Das Skigebiet ist benannt nach dem Präbichelpass, über den man da auch anfährt. Und man hat da genügend Parkmöglichkeiten und ist dann sofort bei den Liften und kann gleich loslegen. Hier auf der Karte des Skigebietes sieht man, es gibt insgesamt 6 Lifte, wobei ich sagen muss, ich bin nur die beiden Quattro-Lifte gefahren, einfach deswegen, weil die halt lang genug sind und auch schnell genug sind. Hier an dieser Stelle zweigt so eine Art Alternativabfahrt ab, aber ich finde die Hauptpiste wesentlich schöner und besser. Und ich nutze die Stelle auch, um ein bisschen zu verschnaufen und den Blick ins Tal zu genießen. Der ist wirklich wunderschön und auch das Wetter spielt total mit. Der Himmel ist blau mit weißen Wolken. Klar ist ein bisschen wenig Schnee, aber es wird halt Frühling. Und das ist ja auch nicht schlecht. Diese Abfahrtsstrecke, die ich da gerade fahre, runter vom Berg Polster, die hat den Namen Die Wilde. Ja gut, für eine rote Piste ist das natürlich ein sehr engagierter Name, sage ich jetzt mal so. Übrigens, die Pisten in dem Skigebiet sind fast alles rote Pisten. Ein paar blaue Übungspisten sind auch dabei, aber richtig knackige schwarze Pisten, die sucht man hier vergebens. Es lässt sich einfach richtig gut fahren und ich denke auch, dass die Steilheit der Piste hier für Anfänger kein wirkliches Problem sein wird. Eher wohl diese Wetterbedingungen, weil durch die Sonne haben sich natürlich so richtig schwere Schneehaufen zusammengeschoben im Wechsel mit diesen kahlen Stellen. Und da denke ich mal, ist es für Anfänger schon schwieriger, diesen Wechsel von kahler Stelle zu Schneehaufen zu meistern jetzt. Wobei ich fairerweise noch dazu sagen muss, das sind ja auch schon die späten Nachmittagsstunden, wo die Aufnahmen entstanden sind. Und ich denke, in den Morgenstunden ist die Piste auch wirklich ideal präpariert. Also die Verantwortlichen geben sich hier schon alle Mühe, die Bedingungen so ideal wie möglich zu gestalten. Und da ich gerade über das Thema Fairness rede, möchte ich auch was zu den Preisen sagen. Wir haben jetzt Frühjahr 2026 und die Tageskarte kostet 50 Euro. Natürlich kann man das jetzt nicht mit diesen großen Skigebieten vergleichen, wo man schwarze Pisten hat und tausende Lüfte und von einem Berg zum anderen fahren kann. Aber ich finde, dass für dieses Skigebiet die Preise eben auch wirklich angemessen sind. Was mir ganz besonders gut gefällt, ist, dass es eine zeitliche Staffelung gibt. Also dass man meinetwegen nur morgens fahren kann und eben eine Karte ja, bis mittags nimmt, oder man fährt nachmittags und hat dann eben wirklich
fast stündlich Preisnachlässe. Also man kann da von 11:30 Uhr eine Karte nehmen, von 12:30 Uhr, von 13:30 Uhr. Also das ist also wirklich ziemlich genau gestaffelt jetzt und das finde ich richtig toll. Ja, hier sieht man, hier wird eine kleine Straße untertunnelt und man verliert ein bisschen Tempo, deswegen der Schlittschuhschritt. Und da hinten kommen auch schon die Liftstationen in Sicht und die Abfahrt geht leider zu Ende. Ja, hier unten hat man dann auch alle Möglichkeiten, seinen Hunger und seinen Durst zu stillen. Also da gibt es Gaststätte und Skibar, auch Skiverleih ist da und Skischule und für Kinder und also alles vorhanden, was man auch immer braucht, was das Skifahren betrifft. Ja, hier fahre ich gerade auf diesem Polster Quattro-Lift zur Polsterabfahrt hoch. Und klar, man sieht hier, dass die Frühlingssonne natürlich die Hänge schon richtig leer gefegt hat. Also da ist kaum noch Schnee zu finden. Wären nicht die Schneekanonen. Ähm, Es gibt aber auch noch die Grübelabfahrt beziehungsweise den Grübellift. Und der liegt so ein bisschen in der Senke und ist von der Sonne geschützt jetzt. Und da sind die Schneeverhältnisse um einiges besser. Hier fahre ich gerade diesen Grübellift hoch und werde dann diese Fissabfahrt wieder runterfahren jetzt. Diese FIS-Abfahrt oder vielleicht wird es auch FIS-Abfahrt ausgesprochen, da bin ich mir nicht so sicher. Die beginnt an der Grübel-Bergstation und geht auf der rechten Seite, geht die runter ins Tal. Das ist auch eine rote Piste und also so wie ich es einschätze, auch nicht so schwer zu fahren. Die drei Buchstaben FIS, die stehen für den Internationalen Skiverband und bedeutet eigentlich nichts anderes, dass es auch so eine offizielle Rennstrecke ist oder gewesen ist. Ja, ich zeige euch einfach mal die Abfahrt. Viel Spaß beim Zugucken.
Und so schnell ist die Abfahrt vorbei und man ist auch wieder an der Talstation. Mit diesen Bildern möchte ich mich auch für heute verabschieden. Ich hoffe, dieser etwas ungewöhnliche Ausflug ins Skifahren hat ein bisschen Freude bereitet und beim nächsten Mal bin ich dann wieder mit Paddel oder Seil unterwegs und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid hier auf diesem Kanal. Tschüss.